Herbert. Jojojo, meine Freunde und herzlich willkommen wieder bei Amnesia. Oh, da läuft Herbert. The Dark Descent. Custom Story, The Fugitive. Episode 3 mit mir, Jano 2011 und, ja, sag nochmal, Halt's Maul. ja, mit Hals Maul. Wir haben einen neuen Kanal gegründet, die Gaming Bros. Ihr habt auch schon ein paar unserer Videos gesehen. Dort werden wir jetzt jeweils immer Videos uploaden und dort wird auch weiterhin unser Amnesia-Projekt weiterlaufen. Wo war das noch, der Teleportationsraum? Cell Area 2 oder 1? Ich glaub den Gang... Ne, hier? Nein! Ich glaub Nein. den Gang... Ich glaub der... Ja, da Der ist hier. bei 2. Nein, der Gang... Cell Area 2 und dann rechts. Ne, Cell Area 4. Wo ist das Cell Area 4? Ne, Moment, das ist der falsche da hinten. Doch, Cell Area 4. Du musst zwischen 2 und 3 oder was da ist? Ja, hab zum schon. Mittelgang. Da Hab durch. schon, hat die Fresse. Moment, da Dann bin ich auch falsch. links oder rechts? Hä? Nein! Ja, ja, ich sehe gerade, das ist falsch. Oh, du bist so ein Mongo, ne? Ach, jetzt nur such das selbst. Ja, ich war doch richtig. Bei Cell Was Area denn 2, nicht? wo Herbert rumläuft. Ja, da Herbert! läuft der. Oh, da ist er ja. Herbert! Oh, warte, der läuft auf der anderen Seite. Wo ist denn Herbert? Fakt. Hier ist die Tür. Bin ich schon richtig? Ja, Teleportation. Oh. So, ja, wir waren viel zu retarded und haben nicht herausgefunden, wie es weiterging. Und auf einmal kam er da mit der glorreichen Idee. Da ist eine Tür, die schwarz ist. Hier, guck, diese Tür. Die ist schwarz, die ist... ja. Unsere Tür ins Glück. Und warum droppen bei mir die Frames gerade so rum? Das ist bei mir irgendwie auch. Hallo Herbert, ich nehme dich von hinten. Wow. Das stimmt. Ah, ich scheiße, ich bin schon wieder ver... Geht's hier lang? Alter, jetzt mal ohne Flachs. Ich gucke in eine Fackel rein und es ist längst. So, warte mal, ich mach mal kurz auf, stopp, bis gleich. So, da sind wir wieder und jetzt... Ich stehe vor der Tür. Ja, ich stehe vor der Tür. So, die Tür zu machen und den Schlüssel benutzen. Jo. Und dann Tür wieder zu. Dann zu machen. Da ist eine Not. Und sonst nix. Wie, nur eine Note? Ja. Willst du mich verarschen? Für eine Note? Ja? The shattered orb pieces. Our third orb is still in its broken state and is in need of repairment. I doubt though that the third orb will ever be used anymore due to my thoughts of paucity. My time in this world is running out and I want this to be dealt with and finished. But I was being too impatient with our work and used this orb to open up the portal to the underworld straight away before our Vitae production had reached its objective. The orb was charging up our current Vitae, but as feared the Vitae was not enough, and as the Vitae ran out, the orb imploded into 6 parts. Now with the orb and Vitae gone, I now have to start over again and torture even more people than that was planned to begin with. The orb pieces might be able to use for other purposes, but I doubt it. We have 2 other orbs already and is currently enough for all mercenaries anyway, and the orb pieces cannot do anything to harm the Shadow or the Prophet. Even though if I returned the orb pieces to them, they would still be angered to see it in its broken state. I will hide them in different locations and hand them over to my companions in a teleportation device which has recently been created by the orb's magic. I've done them favors back in the day and I can assure myself that they will accept to protect these orb pieces with their lives. I will keep 2 of them, one for Xenophilius and one to the place in a chapel. The other 4 will be placed in these locations: the brothers Toms, the old mansion, the lava lakes, the spider case. This should avoid all form of inappropriate people to come though through the barrier machinery.
Oh, memento. This note tells that Maris has hidden orbs parts in these specific locations on this note. To get to Lies mir mal bitte vor, welche Locations er. these locations, I have to use the teleportation device. Wo war er denn da? The Brothers Toms, Mhm, the Old Mansion, mhm, the Lava Lakes mhm, und the Spider Caves. mhm. Ja, und wie benutzen wir den Teleporter? Nehmen wir da jetzt. Warum gehen die Tür so scheiße auf? Oh, 1. Ich hab auf die 1 gedrückt. Ja. Du auch? Jo. Okay, dann durch. Scotty! Beam mich hoch! Beam mich durch. Hallo? Oh, wir fliegen. Da fuck. Da fuck, da fuck, da fuck. Wow. Das sieht so aus wie bei Star Wars. Boah. Wenn diese Dinge, Boah! ne? Boah, wird das hell! WTF! Oh. Naja. Alter, bei mir ist das... Boah! Ich brauche eine Sonnenbrille. The fact that Marius had abused his best friend was too much for him to handle. The rage building up inside him made it impossible for Marius to control. Alter, wir fliegen immer noch. Ja, das sieht aus wie die Spider Caves. Ich weiß nicht wieso, aber das sieht so aus. Bist du schon durch? Oh, hört sich ein bisschen creepy an hier, ja? Wieder eine gerade. Boah. Die Brothers, nee, das ist Brotherhood. Brothers Tom. The Brothers Toms. The cruelty of man is truly shown throughout these sick demons. Thinking about the degenerates makes me ill and makes me wonder what type of event in the past would make these humans having such demonic personality. What type of mind is that brilliant and at the same time that twisted that they can create such horrific systems of dealing pain and affliction. The six Hey, komm mal, brothers... Affliction. The 6 brothers had to be killed after clues led to they had murdered half the population of Altstadt. They were buried deep off in the woods of Altstadt with a cylindrical door mechanism, whereas a cylindrical key is required to be opened. All the brothers had different personal favorite methods of killing people and they are written down on these notes. The murderer. This brother would kidnap any person during the night as silently as possible. Amazingly enough, the brother has never has never been found during the night and has still succeeded with kidnap despite improved night guard. The brother uses very repetitive methods of killing his victims. He begins with stabbing the victim in the chest multiple times, sometimes in the leg for variation until the victim didn't have the strength to fight back anymore. When the victim had died, the brother would proceed to the eyes, stabbing them out. He however wouldn't do it all the way and he would instead leave them out hanging like this eye had popped out. If the eye accidentally to come off, he puts it back in the eye hole, making the eye automatically turn into the color crimson. The tormentor. The cruelty of this brother... What the fuck, Alter? The cruelty of this brother is sickening. The torturing methods have always been cruel, but this brother would take it one step further. He would pick one of the victims to torture, but he would also bring along the others to watch. As the brother tortured his victim, apparently commonly with the skull breaker, the other victims would act as audience of the torture, making them imagining the pain before they would provoke it themselves, for which augmented their experience of terror. It sends me shivers down my spine of how the victims would feel during this process. Just to believe that an excruciating moment for which would cause bleeding limbs and unconsciousness of pain was something they were going to experience themselves soon enough. The traitor. I don't really understand what was going on this brother had.
It seemed more than he would betray or backstab anyone to stay alive. My scientific guess is that he's scared of death and the dark abyss. The origin of this fear is unknown and will most likely remain so. The ventriloquist. Was heißt denn das? Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt. A twisted imagination is the only explanation for the crimes this brother committed. This man was clearly psychotic, as he would make conversations with himself and bring himself to talk to dead bodies. The dead bodies were slightly configured. However, he would proceed to cut off all his dead victims' heads and then later proceed to thrust his hands up, da da da. His hand up into the victim's neck and move its mouth up and down while making conversations. Ich glaube, das ist sowas wie Geistesgestörter. Like a ventriloquist with a dummy. Nee, wie heißen die Puppenspieler? Puppenspieler. Nein. Marionettenspieler. Nein, die Figuren zum Reden bringen. Bauchreden. Ja. If however the victim's face gets corrupted or dismantled in some way, he will proceed with execution of the head. The brother would pour hot oil over the victim's head, burning the whole head into a blackened, unidentifiable mass. Usually the only discernible facial feature left is a missing tongue. And that only because its stump is still faintly visible through the victim's broke teeth. The grave digger. Alter, wie viele Brüder sind das? 6 sind. Das ist der letzte. This brother is also kidnapping his victims like his fellow brothers, but he shows no mercy with death. He instead buried them alive out in the woods, and his victims would scream as loud as they possibly could. Despite it only created a sound as loud as a mouse, his victims would have a dreadful time, and they would be gasping for air for around 50 minutes time, until they would finally lay their final breath with their mouth filled with the soil they were buried in. It was rumored that the brother was cutting off their hands before the funeral of his victims, and that he would save the hands for his collection, presumably to make sure they weren't able to dig themselves out and experience pain if they tried. What he used the hands for was never discovered, as the hands were never found. However, the traces of fingerprints and blood pools stretched across his whole house could give off clues to the fact that he ate the victim's hands. The crimes of the sixth brother were never discovered or heard about. When the other 5 brothers were found, the sixth one was found dead in a stone grave they had built themselves. Even if this brother hadn't committed crimes to begin with, I wouldn't hesitate on bringing all these brothers to justice. They are all wicked men, and I'm glad that their cruelty and sickness cannot spread any further than it already have. Geil, da will ich auf jeden Fall rein. Da werden wir auf jeden Fall ein paar begegnen. So, ich bin reingegangen. Oh nee, SCP oder was? Boah, das ist das, was man im Trailer sieht. Ach, ja. Links rein, ne? Ja. Und da ist der Sarg. Ah, das ist hier der Backstabber. Bist du schon weitergegangen oder? Nee, ich bin da im Sarg. Am Sarg. Nicht im Sarg. Im Sarg. Fuck. So, jetzt weiter und links runter. Das war das eine, wo wir in der Map gesehen haben, ne? Diesen Trailer, der vom Jahr oder so. Ich will gar nicht mein ganzes Öl verwenden. Bin am nächsten. Oh, warte. Ich hab schon angesprochen. Boah, da kamen irgendwelche Geräusche, Alter. Ja, ich weiß gar nicht. Kamen hier Monster? Im Trailer keine. Hä? Im Trailer nicht. Die Geräusche sind aber auch schon creepy. Besetzt vom nächsten, oder? Ich bin gerade runter. Die Geräusche sind auch schon echt creepy hier. Jetzt bin ich beim nächsten. Ey, da klopft einer. Wo? Ach, das ist, ne, ist doch nicht der Grave Digger, oder? Keine Ahnung. Ja, man kam da auch nicht, also weiter runter.
Was hier? Keine Ahnung. Ich geh weiter. Der schnibbelt irgendwas ab. Langsam gefällt mir das nicht mehr. Ach, diese Geräusche, Alter, ne? Langsam krieg ich... Jetzt am nächsten, wo so ein Schrei kommt. Bist du schon weiter? Ja, ich geh gerade raus, aber ich flippe hier gerade voll aus. Ja. Ich glaube, ich fall gleich ins Koma. Jetzt kommt das letzte, oder wie? Jo. Oh, da ist ein Sarg. Oh, oh. Reinlegen. Kann man sich da reinlegen? Nö. Da ist ein Notruf. Was? Ach, da ist so ein Gang. Warte, wo bist du denn hin? Da für den Ach Gang. so. Ah, okay. Kann ich? Ja. Liberty revived for whatever reason, back in my miserable life. Thanks to Marius, at least I know I have purpose of living now. By protecting the orb piece he gave to me, the orb piece has now been placed in the wall down below, and I've sealed the entrance to avoid any unauthorized people to enter the vault, since it contains other important belongings of my other brothers. With the help from the Guardians of the Underworld, the greatest trap mechanism was created. If the orb piece is grabbed, the trap will start to charge up and will trigger after a certain point. At this point, I had done everything that I possibly can. I've managed quite well to seal this tomb from the outer world. No matter for how long Marius decided to let me live, I will live. I will live in the rest of my life, protecting this orb for my so-called eternity. I hope, though, I don't die too soon. Nearly the only thing he kept me meddlesome during my time in my tombs was the fact that I could press the button over and over at no end, hearing the door open over and over again. I guess it was an addiction at the time. Macht der Der auch? Knopf. Ja, welcher Knopf? Weiß ich nicht. Ah, hier im Grabstein, im Sarg. Oben, da wo der Kopf liegt. Auf der rechten Seite. Ich hab den Knopf gedrückt. Hä? Von außen oder von innen? Ja, von innen. Wenn du von innen auf die Kopfseite guckst, ist rechts ein Knopf. Ein klitzekleiner. Ganz Oh, lol. Hast du gefunden? Jo. Also Bist du durch? Ja. Alter, diese Geräusche, ne? Also einer der Brüder lebt auf jeden Fall noch. Da muss ja nicht sagen, du weißt ja nicht, wie lange das ja schon her ist. Ich muss mal was trinken. Boah, Alter, diese Geräusche. Scheiß Dinger. Okay, können wir weiter? Ja, ja. Warum? Scheiß Sanity. Ne? Rechts bleiben. Jo. Oh. Oh. Jetzt hatte ich ein bisschen Schiss. Fuck, was ist das für eine Tür? Okay. Geht automatisch auf. Oh! Was? Die nächste Tür ist aufgegangen. Ey, hier ist die Schaufel drin. Warte doch mal. Geh doch in die scheiß Türen rein. Bin ich doch! Ja? Ja, Das ist wahrscheinlich der Gravedigger. Oh! Boah. Nächste Tür geht auf. Was ist da drin? Meiner fällt gleich zusammen. Nix. Hey, Meiner da ist fällt... nie was drin. Was? Da ist nie was drin. Ja, vielleicht ist es nicht was drin. Wo ist sie denn? Oh, das ist eine Riesentür. The doors are sealed shut. Gut. Da geht's wieder auf. Our vault seems to have been looted. What happened here? Oh, ich will da nicht raus. Oh, die nächste Tür geht auf. Hey, ich hab doch noch gar nicht mal alle angeguckt gehabt. Also ich bin in allen drin gewesen. Oh, ich bin umgekippt.
in der Was letzten... liegt denn da? In der Da letzten leuchtet Tür. irgendwas. Ja, Turnendress. Ach, Dorn Reizwäsche. und Steine. Okay. Und jetzt? Geh mal da zurück, wo wir reingegangen sind. This doors Da ist auch doesn't open. These doors. Memento. These walls doors doesn't open. Maybe I can force them open somehow. Und wie? Vielleicht ist irgendwo ein Knopf drin. Boah, nicht schon wieder. Die sind so scheiße klein. Hier ist keiner. Aber ich kann dir sagen, Alter, meiner fällt vielleicht zusammen. Wenn ich zusammengebrochen bin, dann sehe ich wieder normal, ne? Jo, ist bei mir. Hier vielleicht beim Grave Digger irgendwo. So was. Ich schau immer innen drin. Oder muss man mit der Schaufel irgendwas machen? Das ist ja das Einzigste, was nicht, was da ist. Und das ist vorn Dress. Oh! Ja, die Schaufel dagegen drücken. Sag mir, wenn du es hast. Ja, lass mich jetzt mal die Schaufel wieder suchen. Von den, wenn du zur Tür guckst, auf die rechte Seite, die zweite Tür. Ja, die ich durch die Gegend geworfen habe. Gut, dass bei mir die Schaufel noch da ist. Ich hab sie nämlich in der Tür stecken lassen. Hätte I don't have the wegpacken strength to können. pull the door out. Ah, und jetzt holt man das Vorn-Dress. Nicht? Jo. Das sind die einzigen... Ach, nö. Den Stein? Ah, den Stein dagegen werfen. Oh, ist mal daneben geworfen. Ich hab getroffen. Die Kugel ist da drinne. Oh, oh, was ist das? Ich glaube, das ist der Bruder. Da ist eine Not bei ihm. Boah, was ist denn hier los, Alter? Massenorgie. Vor allem, Nimm ne? die Note. Vor allem, die sind noch nicht verwest. Ja. Archäologe... Alter, was sind das für Wörter? Archäologist log. Archäologist log. Our lives are officially endangered and there is no way of escaping it. My crew, including myself, is now awaited for execution from undead creatures from the underworld. It began with us uncovering a passage from the old village of Altstadt. Far out in the woods, from the view of the entrance, we knew we was in for an experience, and we descended down the rocky and muddy steps. It didn't take long until we reached a long staircase down. I began to feel slight paranoid of descending down these steps, as I heard some things around the walls, feeling like there was something watching us. Even though I wasn't alone down here, I was still terrified more than ever. At the end of the staircase we found ourselves looking at an open grave. I asked one of my men to go and check the grave. He was scared of what I said to him and became superstitious and fearful. He argued at me for choosing him, but I yelled at him to do it. Despite how much his mind told him not to, he walked up to the grave and checked if there was anything in there. He carefully looked over to the edge of the grave to look inside. From his look of relief, we understood that the grave was empty. However, that scared me even more. What could have ever been resting in there? In this dark, evil place, so far away from existence, it cannot be anything good. However, I noticed something coming out from the grave, which was traits of scratches going towards a pathway. It ended right at the wall, and I realized at this point that there were a secret passage behind you. I asked my crew to check for any secret contraptions that could be located in his room. Time passed and we found some mechanism in the grave and it opened up a passage further down this place. Even though my guts told me not to proceed any further, me and my crew were descending towards our fate. We found ourselves now in a giant room with a pedestal in the middle.
On it lay some sort of ancient artifact, which was glowing with sparkling light. What fool I was at this moment, without knowing what the consequences could be for picking this up. I reached out for the artifact and grabbed it in my hand. The glow stopped and the room began to shake violently. We heard screams outside and the sound of something charging. At this point the walls burst with red strains and in front of us now stood 4 hooded figures. Their faces were not visible, but they walked right towards us. And here comes the punishment for our sins. Now I'm writing this note in, as each man of my crew is getting murdered differently every time. These hooded creatures ripping out their eyes, cutting out their tongue, cutting off their fingers one by one, burning them alive, or dissolve their entire body with acid. God forgive me for what I've done to deserve this, but right now I guess there is no salvation. From what I can see in this order they pick, I predict that it will be me they pick next. I guess I only can hope that my death will be quick and not painful, but from the view of the others, it doesn't seem that way. My turn. This corpse can be more than a week old. Wollen wir die Kugel nehmen? Dann werden wir auch weggerappt. Okay, ich hab sie genommen. Okay. Hier hat sich da hinten geöffnet. Kommt irgendwas? Wo bist denn du? Ha? Links lang. Bist du so still? Oh! What? The fuck? Hey, die Tür ist nicht auf. Ja, du kannst die auch anfassen. Wo? Ja, bei mir schaut er drauf. Ah, da unten ist der Schlüssel. Und Black Key? Was kann ich mit dem Black Key machen? Oh, warte, was ist denn da hinten? Ein Da ist Herbert. ein Bild. Ein Herbert-Bild. Ah. Okay, wir haben einen schwarzen Schlüssel. Und jetzt? Das Verrückt. ist ein Black Key auf oben, ne? Warte, Ja. es gibt doch dieses Spawn Dress. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Meinst du? Keine Ahnung. Ja, das ist aber das Einzige, was noch hier ist. Ja, ich geh mal Na, da raus. passiert nichts. Vielleicht wieder raus. Mal schauen. Irgendwer hat ja gesagt, Human, show us the way. Ja, wieder zurück. Geht ja nichts woanders lang. Boah, irgendwie freue ich mich schon, wenn wir wieder raus sind. Und jetzt? Oh! Oh nein. Was passiert? Ich will da nicht hin. Mama! Mama! Laufen! Hä? Die Hände sind so schnell! The fuck! The fuck? Was? Alter, wie tief sind wir gelaufen? Lauf! Die wollen mich treffen? The fuck? Okay, ich bin raus. Was passiert hier? Jetzt? Was passiert wohl, wenn man von dem erwischt wird? Kriegt einer geklatscht. Das ist ein richtigen Bitch-Slap, Alter. Von jeder Hand! Batz, 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 batz! Nein! Oh, 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 oh! Fuck! Ich bin schon wieder raus, ne? Ja, ich bin abgebrochen. Da kommen fliegende Hände auf mich zu. Ich bin einfach mal an denen vorbeigelaufen. Run. Ups. Und dann kommen wir als nächstes wahrscheinlich bei der Old Mansion raus. Warum leckt das aber eigentlich so? Irgendwie leckt Amnesia seit neuestem so hart. Weiß ich nicht. Bei mir leckt's gerade nicht.
Schade, läuft's wieder mit 60 Frames. Nur? Ja, ich habe das bei Fraps so eingestellt, dass er nur 60 Frames nimmt. Bin bei 120. Ja. Schön wär's. Bei deinem PC glaube ich das eher weniger. Ah, jetzt weiß ich, wo ich abgebogen bin. Bist du jetzt bald mal fertig? Ja, ja. Hallo, Portal? Wow. Komm mal, Chance wieder. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal einen schwarzen Key. Den Black Key. Wir gehen jetzt erst alle 4 ab, oder? Ja, ja. Weil sonst würde ich sagen, man kann auch den vielleicht bei irgendwo bei den Türen von nutzen, wo wir nicht reinkamen. Wahrscheinlich. If you was? If you take irgendwas? I hunt you? Bist du jetzt bald fertig? Ja, ich fliege gerade. I believe I can fly. Oh, ich bin durch. Bob. Und jetzt 2. Ja, komm. Warte, Klick. Klick. warte. Oh, jetzt hat. So wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von The Fugitive Episode 3. Ciao!